Hi und willkommen zu einem neuen Schulz-Tutorial. Heute geht es um das Herzstück in der Brauerei, das Sudhaus. Genauer gesagt um die dreiteilige Führung der Antriebswelle und den Wechsel der Wellenabdichtung in eurem Rührwerk. Genau wie bei der Inspektion eures Autos braucht auch eure Anlage hin und wieder ein bisschen Zuneigung. Also aufgepasst. Bevor ich euch den Wechsel der Führungsbuchse zeige, will ich euch kurz die Funktion und den Nutzen der einzelnen Komponenten vorstellen. Die Wirkungslinie der Teflonbuchse verläuft rechtwinklig zur Drehachse und nimmt hier die Radialkraft vom Rührwerk auf. Das dient zur Führung der Antriebswelle und entlastet im weiteren Verlauf somit auch maßgeblich den Getriebemotor. Die Buchse ist aus Teflon. Teflon als Werkstoff hat eine geringe Reibung zwischen den beiden Flächen und ist säureresistent. Da die Spelzen und die Sandrückstände sich abrasiv auf die Welle auswirken, sollte man nach ca. 200 Suden oder jährlich den Verschleiß kontrollieren. Okay, kommen wir nun zur Wartung. Als erstes wollen wir den Rührflügel abnehmen. Dafür müssen wir die kleinen Schrauben etwas lösen. Wir haben das hier schon vorbereitet. Die Kontermutter ist schon lose. Jetzt halte ich hier ein bisschen dagegen von unten. Jetzt passt auf, das rutscht dann runter. Wenn das Ganze gelockert ist, dann könnt ihr es vorsichtig abnehmen und auf die Seite legen. Jetzt können wir tatsächlich die Teflonbuchse austauschen. Hierfür lösen wir vorne die Mutter und den Gewindestift. Und schon können wir, wenn wir hier von unten dagegen die Teflonbuchse drücken, diese sehr leicht aus der Führung nehmen. Unsere vermeintlich alte Buchse ist in diesem Fall natürlich eine neuwertige. Ihr fehlt nichts und sie kann somit auch gleich wieder eingebaut werden. Das heißt, wir schieben sie hier oben wieder drauf und drücken sie vorsichtig nach unten in die Führung, dass sie gut in der Führung liegt. Wir fixieren sie erneut mit dem Gewindestift und mit der Mutter. Somit ist der Austausch abgeschlossen und wir kommen zu unserem nächsten Punkt, der Wellenabdichtung. Wir lösen beide Schrauben des Schutzgitters. Wir haben das hier schon etwas vorbereitet. Und hier sitzt die sogenannte Stopfbuchsenpackung. Die Stopfbuchsenpackung dient als Abdichtung zwischen der drehenden Welle oder auch beim Heben und Senken des Hackwerks. Sie schützt gegen den einwirkenden Flüssigkeits- und Dampfdruck sowie gegen eindringenden Schmutz oder austretendes Schmiermittel. Kontrollieren sollte man das Ganze wöchentlich oder nach 4 Suden. Läuft ein Tropfen zwischen 10 bis 20 Sekunden herunter, ist alles in Ordnung. Läuft das Wasser zügiger als ein Tropfen pro 10 Sekunden aus der Pfanne, muss die Stopfbuchsenbrille, das ist der Anschlussflansch der Stopfbuchsenpackung, nachgezogen werden. Und den Wechsel der Stopfbuchsenpackung zeige ich euch jetzt. Zunächst lösen wir die 4 Muttern. Dann kommen wir an die darunter liegenden Stopfbuchsenpackungen. Dabei aufpassen, dass der Flansch nicht einfach nach unten knallt. Vorsichtig absetzen. Und jetzt können wir mit einem Packungszieher an die Schnüre kommen. In der Regel sind hier 4 Packungsschnüre verbaut. Die erste ziehen wir jetzt hier zu Demonstrationszwecken einmal heraus. So. Ihr holt natürlich alle Packungsringe aus der Anlage. Wenn ihr die neuen Packungsringe wieder einbauen wollt, dann achtet ihr darauf, um die Abdichtung zu gewährleisten, dass die Schnittkanten um 90 Grad versetzt aufeinander liegen. Wir werden jetzt diese Ringe wieder einsetzen. Das Ganze etwas zu einem Ring vorformen und dann von unten in die Führung hineinschieben.
Wenn die Packungsschnur in der Führung liegt, dann kann man sie mit dem Flansch nach oben drücken. Das Ganze wiederholen wir so oft, bis alle Schnüre verbaut sind. Dann können wir die Muttern aufsetzen und das Ganze handfest anziehen. Dann geben wir Flüssigkeit in die Anlage, das machen wir hier im Studio jetzt nicht. Wir drehen dann so lange fest, bis wir wieder bei diesem einen Tropfen pro 10 bis 20 Sekunden sind. Im Anschluss das Schutzgitter wieder anbringen. Wenn wir das Gitter festgeschraubt haben, ist dieser Teil auch wieder abgesichert. Wir machen das jetzt hier nur provisorisch. Im Originalfall würdet ihr das natürlich ordentlich festschrauben. Das war's dann auch schon. Easy, oder? Ich hoffe, ich konnte euch die Kontrolle der Komponenten und die Wartung verständlich rüberbringen. Falls ihr doch noch Fragen habt oder wir das für euch übernehmen sollen, dann kontaktiert uns einfach. Unsere Kontaktdaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like dalasst und unseren Kanal abonniert. Mehr zu den Themen Brauen, Melzen und Destillieren findet ihr auf unserem Blog Schulz Insight. Folgt uns auf Social Media, um keine aktuellen Inhalte mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und viel Erfolg bei eurer nächsten Wartung.